Südwestlich der Dolomiten liegt der Gebirgszug des Lagorai, der sich von Trient im Südwesten zum Rollepass im Nordosten erstreckt. Auf 80 Kilometer Länge gibt es nur 2 bewirtschaftete Hütten. Ohne Zelt kommt man also nicht aus, wenn man ihn überschreiten will. Was für viele ein K.O.-Kriterium sein mag, macht für mich den besonderen Reiz der Tour aus. Bis nach Panarotta, einem Parkplatz mit angegliedertem Skizirkus, bringt mich der Bus. Dann geht es zunächst über die Cima Panarotta, die auch von Tagesausflüglern gern bestiegen wird. Es ist bewölkt, aber für einen Blick ins Tal nach Levico Terme reicht es. Schon bald zeigt sich, dass es hier trotz erhabener Landschaft und schönen Ausblicken vor 100 Jahren alles andere als entspannt zuging. Ja, der Krieg. Über 100 Jahre ist er her, der Erste Weltkrieg. Und die Hinterlassenschaften sind noch überall zu sehen. Hier die Schützengräben zum Beispiel. Ein paar 100 Meter weiter dann wieder Idylle. Nachdem mich der Bus bis Panarotta hochgebracht hat, habe ich jetzt auch die Cima Panarotta hinter mir und steige durch Lärchenwald zum Fravort auf. Es ist warm, sind aber auch einige Wolken am Himmel. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Über schmale Wege, vorbei an jetzt im August blühenden Pflanzen wie dem stängellosen Leimkraut oder verschiedenen Glockenblumen, steige ich zum Bivacco dell'Amicizia und weiter über den Grat zum Fravort. Lago di Erdemolo, da will ich heute noch hin. Und da geht's weiter. Tja, Gewissensfrage. Laufe ich jetzt über den Monte Gronleit? Das sind nochmal 200 Höhenmeter mehr und wahrscheinlich ja nur Nebel. Oder laufe ich direkt zum Passo La Portella? Ich denke, ich laufe direkt zum Passo. Oha, jetzt wird's ernst. Naja, so ernst nun auch wieder nicht. Zwar ist das Gelände stellenweise ausgesetzt, aber klettern muss man hier nicht. Die Wege bleiben Wege. Und dann bin ich am Lago di Erdemolo, wo ich die erste Nacht verbringen werde. Und es gibt eine Premiere. Zum ersten Mal nutze ich ein sogenanntes Travel Lunch. So, Zelt ist aufgebaut. Jetzt ist erstmal Essen dran. Wasser habe ich gerade drüben von der Quelle geholt. Was gibt's denn heute überhaupt? Überraschung. Pasta alla Gnocchi. Ja dann. So, Wasser kocht. Wasser drauf. Tüte zu. Warten. Okay. Oh, das ist ja gut. Was ist das? Ach, die Gewürze, die habe ich jetzt mit überbrüht. Ist ja super. Glitschiges kleines Tütchen. Ups. Nicht essbar steht da drauf, so eine Scheiße. Boah, was man alles falsch machen kann mit so einem Zeug, das ist ja phänomenal.
So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt trotzdem schmeckt. Guten Appetit. Ja. Knirscht ein bisschen. Aber sonst gut. Übrigens, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Hier steht, erstens, Tüte an Kerbung öffnen, Boden aufhalten. Habe ich gemacht. Entferne Sauerstoffabsorber. Ach. Ja, so schön der Zeltplatz auch ist, aber bis die Sonne hierher kommt, dauert es leider ein bisschen. Und es ist doch alles ziemlich nass geworden, so über Nacht. Die Nacht war kalt und der Morgen nass. Die Wolken hatten sich über Nacht verzogen, es war sternklar. Das Zelt hat noch die ersten Sonnenstrahlen mitgekriegt, aber ist trotzdem noch sehr feucht. Aber ich werde im Laufe des Tages sicherlich eine Möglichkeit finden, das zu trocknen. Jetzt geht es erstmal wieder hoch zur Forcella del Lago, von der ich gestern abgestiegen bin. Und dann über den Gradrücken zum Refugio Sette Selle. Das Wetter heute Morgen ist traumhaft. Im Süden verlieren sich die Bergketten in immer heller werdenden Blautönen im Dunst. Mittags esse ich am Sette Selle, bevor ich etliche Kilometer weiter einen schönen Zeltplatz oberhalb der Malga Canyon di Sopra finde. Guten Morgen. Ein idyllischer Morgen bricht an. Blauer Himmel, Sonne pur, kein Lärm weit und breit, kein Mensch, nur ein paar Schafe. Ich liebe das. Mittags ist es dann vorbei mit der Idylle. Ich überquere den Passo Mangen und damit die Straße, die von Castelnuovo nach Molina führt. Aber natürlich hat es auch einen Vorteil. Am Pass steht ein Restaurant, an dem ich eine längere Pause einlege, bevor ich bei Temperaturen um die 30 Grad weiterlaufe. Im Laufe des Tages quert der Weg etliche Blockfelder bis zur Forcella di Valsauda. Westlich von ihr liegt der Lago delle Stellune, an dem schon ein paar Zelte stehen. Ich steige zu einem kleineren See auf der Ostseite ab, den ich in dieser Nacht für mich alleine habe. Und wieder bricht ein traumhafter Tag an. So Leute, ich habe jetzt meinen schönen Zeltplatz verlassen und gehe jetzt hier über diesen Plattenweg durch ein Geröllfeld. Ich denke, der Weg ist schon im Ersten Weltkrieg gebaut worden, weil man sieht hier ja viele alte Stellungen. Auch so ein trauriges Kapitel der Menschheit. Aber dem fügt sie ja immer wieder neue hinzu. Aber dieser Weg ist schön, die Landschaft ist schön, das Wetter ist schön. Also ist alles perfekt im Moment. Ein paar Leute sind heute am Sonntag zwar unterwegs, aber für August ist diese Gegend nahezu menschenleer.
und immer wieder der Erste Weltkrieg. Das einzig Gute, was die Soldaten damals hinterlassen haben, sind die Wege. Am Abend übernachte ich auf dem Refugio Cauriol. Heute bleibt das Zelt im Rucksack. Die letzte Nacht habe ich auf dem Refugio Cauriol verbracht. Das war schon ganz angenehm, mal wieder auf einer richtigen Matratze zu liegen, Abendessen und Frühstück serviert zu bekommen. So, jetzt bin ich wieder im Anstieg. Da das Refugio auf 1600 Meter liegt, also recht tief, muss ich jetzt erstmal wieder 600 Meter hoch, beim stellenweise ganz schön steilen Weg. Gut ist, dass der Hang, durch den ich hier laufe, noch im Schatten liegt. Dadurch ist das Ganze einigermaßen erträglich. Was auch ganz angenehm ist bei so einer Hütte, ich konnte dann gestern meine Klamotten mal wieder durchwaschen, sodass ich heute nicht mehr ganz so wie ein Iltis stinke. Nanu, kein Steinmännchen, ein Espressomännchen. An einem See mache ich Mittagspause. Nicht als einziger, denn es ist Sonntag und die besten Plätze sind schon vergeben. Aber ich finde noch einen Sitzstein für mich, von dem aus ich die Füße ins Wasser halten und kühlen kann. Und Besuch bekomme ich auch. Am frühen Nachmittag bin ich bereits am Bivacco Paolo e Nicola. Weitergehen lohnt sich nicht, da es an Zeltplätzen und Wasser mangelt. Was bleibt also? Abwarten und Tee trinken. Dann allerdings kommt eine Jugendgruppe an und macht aus dem Gelände ein Basislager. Na, da bin ich ja mal gespannt auf die Nacht. Guten Morgen. Heute ist mein Rucksack deutlich schwerer als die letzten Tage, denn außer den 2 Liter Wasser, die ich ohnehin morgens immer abgefüllt habe, habe ich jetzt noch meinen 2,5 Liter Wassersack mit. Denn auf der nächsten Strecke bis zum Bivacco Aldo Moro gibt es kein Wasser. Und selbst an dieser Biwakhütte gibt es kein Wasser. Ich habe allerdings auch nicht vor, da zu übernachten. Nach der Nacht mit der Jugendgruppe möchte ich da kommende Nacht gerne drauf verzichten. Ich werde also so weit laufen, bis ich zumindest wieder einen kleinen See finde. Und bis dahin müssen die 4,5 Liter halt reichen, die ich jetzt mit habe. Nach einem schattigen Aufstieg trockne ich bei erster Gelegenheit mein Zelt, als 8 Beine vorbeikommen. Die ersten 4 gehören Lisa und die anderen Elia und Ivan. Als ich sie frage, wie denn die Tour mit Hund so läuft, schauen die mich ganz verwundert an, weil sie denken, das ist meiner. Zum Glück trägt Lisa eine Plakette mit Namen und einer Telefonnummer. Elia telefoniert mit einer überglücklichen Mailänderin, der ihr Hund am Freitag abhanden gekommen ist. Am Freitag? Das ist 4 Nächte her. Nachdem wir Lisa erst einmal mit Wasser und Brot versorgt haben, nehmen die 2 sie mit Richtung Rollepass, von wo ihr Besitzer ihnen entgegenkommen wird. Derweil könnte das Wetter besser nicht sein. Was für eine Aussicht. Vom Latemar über den Rosengarten. Was haben wir da noch alles? Da ist die Sella, da hinten die Marmolada. Und dann geht der Blick hinüber bis zur Pala, wo ich ja letzten Endes ankommen werde. Fantastisch.
Auf Wegen, aber auch über Plattenschüsse und Blockfelder verläuft der Weg. Nicht gerade bestes Hundegelände. Und heiß ist es auch. Schön, dass ich hier gerade ein Schattenplätzchen habe und mir noch mal ein paar Kalorien reinpfeifen kann. Das Bivaco Aldo Moro, eine echte Notunterkunft. Freiwillig will man hier nicht unbedingt drin übernachten. Aber wenn es drauf ankommt und Not am Mann ist, dann ist man froh, dass man eine solche Möglichkeit hat. Eine halbe Stunde später sind auch Elia und Ivan mit Lisa hier. Jetzt bin ich doch froh, dass ich genug Wasser dabei habe, denn Lisa trinkt 2 Näpfe leer, bevor sie sich umgehend einrollt und schläft. Von Süden ziehen Wolken herauf. So, Forcella Colbricon. Jetzt kann man auch schon schön zur Pala sehen. Da ist sie, nicht mehr weit. Und dann bin ich auch schon bald am Lago di Colbricon. Während ich ein überteuertes Radler trinke, sieht es dort, wo ich vorhin noch war, mehr und mehr gewitterschwanger aus. Eine Stunde weiter bin ich am Rollepass. Zugegeben, die Schlusssequenz hatte ich mir anders vorgestellt. Eher so, über sattgrüne Almwiesen der im Sonnenuntergang leuchtenden Pala entgegen. Aber das Wetter ist halt wie es ist und die sattgrünen Almwiesen sind wohl eher meinen Jugenderinnerungen entsprungen. Heute dominieren hier Skipisten, Lifte und Jausenstationen. Wie schön, dass es nur wenige Kilometer weiter westlich noch eine ganz andere Welt gibt.